Nach 2 Wochen hier auf Koh Samui ist es für uns heute an der Zeit, auf die nächste Insel weiterzufahren. Und zwar geht es für uns nach Koh Phangan. Und in diesem Video zeigen wir euch, was sich im letzten Jahr dort verändert hat. Wir geben euch eine Roomtour von unserem Airbnb und zeigen euch unsere ersten Eindrücke. Viel Spaß beim Video. Hi Leute, welcome back zu einem neuen Video. Wie schon vorher erwähnt, geht es für uns heute auf die Insel Koh Phangan. Ja, ziemlich genau einem Jahr freuen wir uns sehr, wieder dort sein zu dürfen. Wir sind aktuell gerade am Bangkok Touristenport. Das ist jetzt ein anderer Port als der, wo wir letztes Jahr losgefahren sind. Wir fahren noch heuer mit einer anderen Fähre. Wir haben uns auch die Tickets dieses Jahr schon vorab bestellt. Kann man machen, muss man allerdings nicht machen, aber ja. Aus welchem Grund auch immer haben wir das schon vorab so gemacht. Zu den Kosten ganz kurz, wir haben pro Person 350 Baht in eine Richtung bezahlt. Das ist relativ genau dasselbe, was wir auch letztes Jahr bezahlt haben. Wir werden dann roundabout eine Dreiviertelstunde, das 45 Minuten wird die Überfahrt dauern. Und ja, wir freuen uns schon sehr. Was vielleicht auch noch ganz cool ist für alle, die das auch machen wollen. Also man kann auch hier, wenn man das Ticket kauft, sich direkt ein Taxi vom Dong Sala Pier, wo man dann ankommt, zu seiner Unterkunft bestellen, wenn man das möchte. Kostet nicht viel. Und ja, ansonsten ist auch hier ein kleiner Shop, wo man sich noch ein paar Snacks holen kann, Wasser holen kann. Und wir warten jetzt aufs Boarding. Wir haben jetzt genau noch 10 Minuten Zeit und wir sehen uns dann von der Fähre. Hier gleich neben dem Bier befindet sich auch der große Fischmarkt und der Thai-Markt. Das ist gleich da hinter dem Baum um die Ecke. Falls ihr Koh Samui besucht, schaut euch das auf alle Fälle an. Das ist sehr, sehr cool. Und auch hinten, wo ihr das seht, Plaza de Green, da gibt es Mittwochabend auch immer einen kleinen, süßen Night Market. Der ist allerdings sehr chinesisch angehaucht, aber ist auch sehr, sehr lecker. Das ist hier gleich neben dem Fischmarkt. Also man sieht schon, die Fischer kommen hier mit ihren Booten an. Also man hat hier wirklich quasi fangfrischen Fisch, was schon sehr, sehr cool ist. Und da draußen gehen jetzt schon die ersten auf die Fähre. Wir starten jetzt mit dem Boarding, also 20 Minuten bevor die Fähre startet. Der Mario ist hinten gerade noch in einem Call. Das ist für uns immer so zwischendrin mit der Arbeit. Kann sein, dass wir noch was on the go zu tun haben. Und ja, let's go. Hello, 2 people. Thank you. Thank you. So, wir haben jetzt den Platz in der Fähre gefunden. Draußen war jetzt leider nichts mehr frei. Aber ich zeige die Aussicht dann ein bisschen später. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, ungefähr 45 Minuten. Da gibt es auch ziemliche Unterschiede. Also die schnellste Fähre, die von Koh Samui nach Phangan fährt, die braucht, glaube ich, 20 Minuten. Und ganz die große, wo auch dann die Autos drauf sind, die brauchen roundabout 1,5 Stunden. So, das ist jetzt dann der gute Mittelweg. Letztes Jahr sind wir mit der High-Speed Ferry gefahren. Da muss man allerdings einen guten Magen haben, teilweise, vor allem wenn ein bisschen Wellengang ist. Das ist jetzt nicht so ohne. Und es kann auch passieren, dass man ziemlich nass wird. Also das hier ist, glaube ich, so die sicherste Variante, um mit den ganzen Zeugs von A nach B zu kommen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf Koh Phangan.
alles gut. Nach 45 Minuten Überfahrt sind wir nun angekommen hier auf Koh Phangan und das Wetter ist wirklich wunderschön. Es war heute Morgen etwas bewölkt. Da wussten wir nicht so ganz genau, wird es jetzt regnen oder bleibt es schön, aber es ist schön geblieben und es wird auch immer schöner im Laufe des Tages. Wir haben jetzt auch schon unseren Bekannten hier getroffen, der uns dann zu unserer Unterkunft bringt, wo es dann den zweiten Part für dieses Video gibt, und zwar werden wir euch dann unser Airbnb zeigen und als dritten Part gibt es dann unsere ersten Eindrücke von der Insel. Was ich schon in einigen Videos erwähnen wollte, aber irgendwie noch nie geschafft habe, zur Frage bezüglich der beste Bankomat in Thailand, da können wir euch diese gelben empfehlen von Krungsri. Wir heben da meistens so roundabout 30.000 Baht ab und das sind, glaube ich, so 220 Baht Gebühr drauf. Angekommen in Airbnb Nummer 3 auf unserer Thailand-Reise hier auf Koh Phangan. Wir befinden uns ca. 5-6 Minuten nördlich von Thong Salah in einer sehr ruhigen Gegend, haben aber auch nur ein paar Minuten zum Strand. Und das ist wirklich ein sehr schöner, ruhiger Ort und es ist auch mal was anderes. Es ist eine andere Art von Airbnb, als wo wir sonst immer drinnen sind. Wie man schon sieht im Hintergrund, das Ganze hat ein bisschen, wie will man sagen, eine Almhütten-Optik. Aber schauen wir uns mal unser Airbnb an und dann kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob das was für einen ist. Weil ich denke, es ist so, dass sehr vielen Menschen wird so eine Unterkunft gefallen, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen dann auch nichts, weil man ja, wie gesagt, eine sehr einfache Unterkunft hat. Wie man sieht, das ist ja ein Stelzenhaus, es ist ein One-Bedroom, das sich oben befindet. Alles andere befindet sich auf der Erdgeschossebene. Ich würde sagen, gehen wir mal hoch und schauen wir uns das mal an. Und dann sind wir auch schon hier im Herzstück unserer Unterkunft. Wir haben jetzt alles hier mal aufgemacht, natürlich zu Showzwecken. Am Abend machen wir das alles zu. Sehr urig eingerichtet. Wir haben hier einen kleinen Wohnbereich mit Tisch und Couch. Man sieht, sehr einfach. Dann haben wir noch ein Bett, das übrigens ein sehr gutes Bett ist, muss ich sagen. Also da sind wir wirklich begeistert. Wir haben Strom, wir haben einen Deckenventilator und wir haben auch eine Klimaanlage. Die ist aber auch sehr hellhörig, das Ganze. Das heißt, wenn da mal in der Nacht jemand aufs WC muss oder so, du hörst das ganze Haus vibrieren. Und ich sag mal, für so eine Woche oder zwei kann man das absolut machen, ist sehr cool. Man hat auch eine Integration hier mit dem Landlord, also der Vermieter ist relativ oft da. Der hat uns auch schon sehr stark geholfen, speziell bei der Visumverlängerung, aber da komme ich dann später noch drauf zu sprechen. Ich würde sagen, gehen wir mal runter und schauen uns noch mal den anderen Bereich an. Wir sind hier übrigens in der Mitte von 3 Häusern. Es gibt hier ein One-Bedroom im alten Thai-Style, dann haben wir hier dieses Stelzenhaus in der Mitte, wo wir sind. Dann gibt es auf der Hinterseite noch ein größeres, ähnlich aufgebaut wie das, aber hat einen Bedroom mehr. Und wie man schon sieht, das ist eigentlich so der Bereich, wo wir uns tagsüber meistens aufhalten. Ist jetzt, wenn man arbeiten möchte, nicht unbedingt jetzt vielleicht der beste Platz, aber wenn wir arbeiten, sind wir meistens draußen, aber geht zur Not auch hier. Wir haben eine offene Küche, auch wieder einfach sporadisch gehalten. Aber ist alles da, was man braucht. Also wenn man mal was kochen möchte zu Hause, kann man das machen. Wir haben es bis jetzt noch nie genutzt. Wir gehen jeden Abend essen. Oder aber eben auch, es gibt mittlerweile sehr gutes Food Delivery hier auch auf Koh Phangan, das man nutzen könnte. Deswegen braucht man das nicht. Man braucht natürlich die Sink hier, das Spülbecken, weil da muss man sich waschen und die Zähne putzen. Und dann kommen wir hier rüber in den Toiletten-Duschbereich. Das ist auch sehr einfach. Und wir sind hier in Thailand, wir sind in der Natur. Also wer nicht damit klarkommt, dass vielleicht zum Beispiel am Abend mal hier ein Frosch durchspaziert oder eine Kakerlake,
der sollte dann vielleicht doch lieber in ein Hotel gehen, in ein Resort oder was, wo man das eventuell nicht hat. Das gehört halt hier dazu. Aber es ist sehr authentisch. Wie gesagt, die Vermieter hier sind Locals, die geben auch einem Tipps, sind ganz nette Leute, und ich finde auch, es ist gut, wenn man die Wirtschaft schon ein bisschen unterstützt, dass man das auch an die Locals weitergibt und nicht jetzt irgendein Ressort geht, was jetzt vielleicht von einem Europäer geführt wird. Kann man sich auch anschauen und ist für viele vielleicht was, aber so zwischendurch mal so etwas Uriges. Also uns hat es auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht. Wir sind ja jetzt schon fast 2 Wochen hier, also wir haben jetzt einen schnellen Cut im Video gemacht und sind auf alle Fälle sehr zufrieden mit dieser Unterkunft, und ich würde sagen, wir besprechen jetzt noch kurz die Preise und ein paar allgemeine Dinge zum Thema Koh Phangan. Lass uns also ein bisschen über Koh Phangan sprechen, speziell die Preisentwicklung, was hat sich so verändert in den letzten Jahren. Und wir privat, wir können von uns behaupten, würde ich sagen, als Urlaubsdestination ist Koh Phangan unser Lieblingsort, einer der schönsten Plätze, auf denen wir jemals waren. Aber diese Illusion, sage ich mal, der Hippie-Insel, des Geheimtipps von Koh Phangan, dass hier alles noch so naturbelassen ist, also den Zahn, den muss man einem schon ziehen. Das hat sich hier sehr viel getan in den letzten Jahren, aber wie auch überall auf der Welt wird viel mehr gebaut, die Preise steigen, und da ist auch Koh Phangan nicht verschont geblieben. Speziell wenn wir jetzt mal das Thema Unterkünfte ansprechen. Das passt hier jetzt auch gut zum Airbnb. Was man sagen kann, ist, dass sich die Unterkünfte hier im Vergleich zum Vorjahr locker um 30–40% verteuert haben. Wir waren ja letztes Jahr 3 Wochen in einer Unterkunft 200–300 Meter hier entfernt. Das war sogar noch von der Ausstattung her etwas Besseres als in dem, wo wir jetzt sind. Da haben wir bezahlt für die 21 Tage 875 Euro. In dieser Unterkunft zum Beispiel sind wir nur 14 Tage und bezahlen 955 Euro. Also in dem Fall wäre sogar ein Anstieg von 50% im Vergleich zum Vorjahr. Und dann auch von den Locals haben wir gehört, dass nächstes Jahr hier die Straße direkt am Meer verbreitert wird. Also es wird viel mehr Infrastruktur über die nächsten Jahre hier aufgebaut werden. Und das Ganze ist natürlich auch fürs Wirtschaftswachstum sehr gut. Das heißt, die Geschäfte speziell mit den Unterkünften, die boomen momentan. Es sind aber natürlich auch sehr viele Ausländer, Europäer, die hier sind und ihre Ressorts aufbauen. Und was man so ein bisschen raushört, ist, dass es aber den Locals, den Thailändern bei dieser ganzen Sache nicht ganz so gut geht. Speziell wenn wir jetzt mal in die Gastronomie schauen. Also man kann hier nach wie vor in Thailand sehr gut und günstig essen, wenn man sich auf das Local beschränkt, also auf das Local Thai Food. Es öffnen immer mehr westliche Restaurants hier in ganz Thailand, Koh Samui, Koh Phangan. Wir sehen das, und die neue Klientel, die jetzt auch hierher kommt, das sind die mit mehr Kohle. Die wollen dann auch am Abend schön ins westliche Restaurant essen gehen, und die trauen sich vielleicht jetzt nicht drüber, mal in so ein kleines Thai-Restaurant reinzugehen, wo auch kein Englisch gesprochen wird, um einfach mal das Lokale auszuprobieren. Das ist aber eigentlich das, was man hier in Thailand machen sollte, einfach mal das Essen auch der Locals zu versuchen. Und deswegen, wir haben ja auch schon ein Video gemacht zu den Night Markets in Koh Samui, wird auch noch ein Video kommen zu Night Markets auf Koh Phangan, weil es einfach wichtig ist, dass man auch diese Erfahrungen hier macht. Es ist aber auch so, dass man nicht immer Thai essen kann. Also wir versuchen viel lokal zu essen auf den Night Markets, aber zwischendurch gehen wir dann natürlich auch in ein westliches Restaurant. Da hast du die Preise aber schon fast auf europäischem Niveau. Das muss man ganz klar sagen. Da kannst du auch für ein Essen easy mal 40, 50, 60 Euro ausgeben. Und wenn ihr da ein paar Tipps haben wollt, wir haben einen eigenen Travel Guide gemacht zum Thema Koh Samui, aber auch Koh Phangan. Da haben wir euch ein paar tolle Tipps zum, generell, wo gibt es gute Gastronomie, wo kann ich hin essen gehen, haben wir alles da rein verpackt. Stellen wir natürlich einen Link in die Infobox. Etwas, das auch noch erwähnenswert ist, und wir bringen das sehr oft in unseren Thailand-Videos, das ist das Ausleihen eines Rollers. Speziell hier auf Koh Phangan ist es fast meiner Meinung nach noch wichtiger, einen Roller zu haben, weil die Möglichkeiten mit dem Taxi doch eher beschränkt sind. Und hier in der Hauptseason, speziell wenn es jetzt so um die Tage der Full Moon Party ist, da sind die meisten Rollerverleih restlos ausgebucht. Das heißt, es macht Sinn, wenn man auf Koh Phangan kommt, dass man sich schon vorher mit einem Rollerverleih seiner Wahl in Verbindung setzt und sich eventuell schon ein Gefährt organisiert bzw.
reserviert. Alles, was ihr zum Thema Roller wissen müsst, da gibt es auch natürlich ein separates Video von uns, werden wir euch auch in der Infobox verlinken. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir schon wieder zum Ende dieses Videos. Wenn euch der Content gefallen hat, würden wir uns natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines unserer zukünftigen Videos mehr verpasst. In diesem Sinne alles Gute und wir sehen uns wieder in einer Woche zu unserem nächsten Thailand-Video.